Das Kapitel IAFC 24 wird heute geschlossen mit der Krönung, und zwar dem Champions League Finale. Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal. Wir spielen nämlich in Lissabon im Stadion von Benfica. Die haben tatsächlich ihr echtes Stadion. Da bin ich ganz froh drum, dass wir in einem richtigen Stadion spielen und jetzt nicht zum Beispiel in dem vom FC Bayern. Die Allianz Arena ist ja nicht hier vertreten in IAFC. Ja, die Chance wenigstens auf einen Titel. Die Meisterschaft haben wir leider nicht geholt. Wir haben 98 Tore geschossen. Wir haben 80 Punkte geholt, aber es hat nicht gereicht. Die Bayern waren einen Punkt besser. Diese Saison, es war aber trotzdem wieder sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Und jetzt will ich mir hier die Krone aufsetzen. Immerhin hier. Und wir haben, glaube ich, ganz, ganz gute Chancen, weil der FC Arsenal 9. geworden ist. Ja, in der Tabelle in der Saison. Das heißt, die haben auch nicht so überragend gespielt, aber in der Champions League wohl dann. Das heißt, wir sind eigentlich ein bisschen favorisiert, würde ich beinahe schon sagen. Aber Finale ist Finale. Das muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr. Genauso gut wie ich. Und daher gut reinkommen ins Spiel, vielleicht ein frühes 1:0 schießen, jetzt vielleicht sogar Boniface. Und dann kann das Spiel vielleicht schon früh in unsere Richtung hier kippen. 100 Siege. Also ich habe jetzt knapp 150 Spiele, ich glaube das ist jetzt Spiel Nummer 152 oder so. Und 100 Siege, das ist schon Wahnsinn. Da darf ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen, oder? Würde ich sagen. Da kann ich vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, bald, oder vielleicht läuft ja schon das Voting für den IAFC 25 Karrieremodus. Seid auf jeden Fall da auch aktiv, das würde mich sehr, sehr freuen. Macht da auch gerne Werbung bei euren Kollegen. Teilt das Video, die Umfrage mit euren Freunden. Begeistert sie für meine Karrieren. Und dann, glaube ich, haben wir auch in die IAFC 25 richtig viel Spaß. Und je nachdem, für welche Mannschaft ihr euch entscheidet, werden wir dann auch versuchen, Meister zu werden. Oder je nachdem, welche Mannschaft wir haben, auch aufzusteigen. Mal gucken. Das dürft ihr dann aber wie immer über das Voting entscheiden. So, jetzt hier voller Fokus aufs Finale. Arsenal kommt zum ersten Mal durch Ødegaard. Vorne Gabriel Jesus, glaube ich. Saka auf den Außen, Declan Rice. Da sind, wie gesagt, ein paar Hautdegen mit dabei. Das überrascht mich, dass sie wirklich nur 9. geworden sind in ihrer Liga. Aber vielleicht haben sie es wie die Eintracht gemacht, 2022. Voller Fokus auf die Euroleague. Damals, die Liga war egal. Und dann ist man durchmarschiert bis nach Sevilla gegen die Glasgow Rangers und hat es dann im Elfmeterschießen gemacht. Vielleicht macht es ja der FC Arsenal heute hier genauso. Ich habe aber auf jeden Fall was dagegen. Und Arsenal kommt schon wieder. Nächste Chance, Partey zum Beispiel. Das ist auch ein Spieler, über den ich nachdenken würde in der nächsten Saison. Das ist auch ein klassischer Abräumer. Der haut sich dazwischen, ist auch sehr torgefährlich, also macht viele Tore auch, glaube ich. Aber wir haben auch hier mit Fratesi, mit Ugarte, da müsste ich dann einen von verkaufen, weil auf die Bank setzen wird sich weder der eine noch der andere. Das wären schon so Planungen, die ich dann hätte für die nächste Saison. Aber wie gesagt, ich habe euch ja erzählt, warum es auch hier keine weitere Saison gibt, genauso wie bei der Hertha. Weil irgendwann ist auch gut. Ne? Irgendwann muss man den richtigen Zeitpunkt finden, um so ein Spiel mal abzuschließen. Die Karrieren, und ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wenn wir hier heute die Champions League gewinnen sollten. Ansonsten haben wir wieder Anreiz fürs nächste Spiel. Und Arsenal ist jetzt momentan ein bisschen besser. Hatten jetzt gerade 2 gute Chancen. Schwer hier in die Zweikämpfe reinzukommen. Gertruida, auch guter Mann, hatte ich auch schon bei irgendeiner meiner Karrieren. Und Philipp Kostic zur Ecke. Martinelli mit Ødegaard, auch so ein Spieler. Martinelli, ey, Wahnsinn. Würde sich auch, glaube ich, gut bei uns im Team machen. Da ist er schon wieder, Martinelli, aber wir haben ein super Mittelfeld, eine gute Doppel-6 mit Fratesi und mit Ugarte, von daher ist da auch nicht so leicht vorbeikommen. Jetzt mal Chukwueze gegen Saliba. Ja, Geschwindigkeitsvorteile hat er. Jetzt fehlt Boniface in der Mitte. Das ist ja schön, dass er sich hier immer anbietet, aber er fehlt dann in der Mitte. Er fehlt leider in der Mitte. Jetzt vielleicht mal einfach so eine Flanke rein. Ja, aber blind. Da hat Ramsdale gar keine Probleme. Es ist ein typisches Champions League Finale halt einfach. Ne? 0-0, niemand will was riskieren. Ich glaube, der hier in Führung geht, der hat, glaube ich, ganz gute Chancen, das Ding dann auch hier zu gewinnen, weil dann der andere mehr machen muss.
Ich hoffe nicht, dass wir dann diejenigen sind, die mehr machen müssen. Aber wir haben jetzt ein bisschen Platz. Martin Fratesi oben, Kaldiolu. Schön, der Platz ist da. Und jetzt zurücklegen. Da, oh, wäre Chukwueze gewesen. Vielleicht hätten wir da auch alleine gehen müssen. Ich glaube, die Chance war da größer, was alleine aufzuziehen. Also kommt über Oedegaard, Robin Koch ist da, sehr gut gemacht. Und dann müssen wir jetzt versuchen, schnell ins Umschalten zu kommen. Wir sind ja viele Leute vorne, Chukwueze, abseits. Genau so, nur schneller. Ich mache beim nächsten Mal so nochmal und noch schneller. War doch 2-3 Meter abseits, schade. Genau da müssen wir sie eigentlich packen im Mittelfeld. Das, was wir jetzt gerade nicht geschafft haben. Oedegaard. Fratesi ist da. Ganz, ganz wichtig. Gewinnt auch viele Zweikämpfe. Also das Mittelfeld steht. Jetzt muss nur noch die Offensive irgendwie funktionieren. Martin jetzt aber kein Abseits, oder? Nee, kein Abseits. Und die Chance. Chukwueze läuft mit. Kriegt da den Ball. Oh, der muss aber auch mitlaufen. Der hört einfach auf zu laufen, der Junge. Ugarte außen. Kaldiolu. Oh nee, blind. Blind gespielt. Da darf ich nicht nach außen spielen. Schade, jetzt werden wir aber wieder so ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Steht trotzdem 0-0 zur Pause. Martinelli guckt schon so, als hätten sie verloren. Ja, und es ist eng. 2:1 Schüsse, mehr Ballbesitz für uns. Das zeigt halt, dass das hier halt auch ein Finale ist, ne? Und ich würde auch, wie gesagt, ungern ins Elfmeterschießen gehen. Das ist sehr, sehr viel Glückssache. Und gerade hier im Spiel... Wenn der Keeper dann jeden Elfmeter halten soll, dann hält er auch halt jeden Elfmeter. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Deswegen möchte ich das gerne hier in 90 Minuten oder in 120 Minuten hinkriegen. Aufgepasst. Kanji, Thomas Partey, Koch ist da. Wichtig und richtig. So, wieder die Chance. Boniface, Mamouche. Ja, zu spät, auch wieder zu spät. Kriegt Boniface den ganz unten hin, das wäre ziemlich cool. Ja, Kaldiolu bekommt da hin. Und Chukwueze ist da frei, abgefälscht. Eckball auf der anderen Seite. Geht genauso weiter, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Mit Druck von unserer Seite aus. Boniface mit dem Kopf, ja. Und Ramsdale muss ich da mal lang machen. Schöner Kopfball im Zurückgehen. Jetzt von der linken Seite, beziehungsweise rechte Seite. Zum Tor hingezogen. Wieder Boniface. Und wieder Ramsdale. Wahnsinn. Dann machen wir es nochmal. 3 Ecken, ein Elfer. Oder 3 Ecken, ein Tor. Würde ich jetzt auch nehmen. Akanji. Martin muss nochmal den Ball nach außen kriegen. Genau. Kostic. Sind noch ein paar Kopfballstarke in der Mitte. Ja, Boniface wäre da. Ich nehme aber den Freischuss mal von der Außen. Dann flanke ich den rein. Bevor ich jetzt wieder 10-mal hinten rumspiele, flanke ich den vielleicht vorne einmal rein. Und habe vielleicht Glück, dass ich da den passenden Abnehmer finde. Ja, Boniface winkt, Martin ist da, Fratesi ist es, glaube ich, ist auch mit da. Schauen wir mal. Oh, der ist lang in der Luft, aber für Boniface genau richtig. Schade. Und Martin kriegt den Abstauber nicht. Aber aufgepasst. Miranda. Mutter Miranda aus Resident Evil Village. Asel sucht den Weg. Partey auf der Außen gegen Kaldiolu. Oh, der fällt um. Wahnsinn. Da kann er nichts gegen machen, aber wir stehen. Wir stehen nach wie vor. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir im richtigen Moment in die Zweikämpfe reingehen. Partey, Achtung, nächste Chance! Und da ist es passiert. Gabriel Jesus mit dem 1-0. Und da standen wir eigentlich sicher. Eigentlich, aber... Die Lücke wurde dann doch gefunden. Hier, den Zweikampf, den hätten wir gewinnen müssen. Und dann auf engstem Raum. Thomas Partey, Akanji macht dann genau die Lücke auf. Wenn er die Mitte zumacht, dann kriegt er den vielleicht. Aber da ist genau der Spalt frei, den er nicht bekommen durfte. Und dann führt Arsenal nach einer Stunde. Verdient ist es nicht, aber sie führen. Und das ist die Hauptsache. Im Finale geht es sich darum, was verdient ist und was nicht. Am Ende muss er einfach nur ein Tor mehr haben als der Gegner. Aber gut, wir sind ja noch lange nicht geschlagen. Wir haben noch Zeit.
Wir haben noch viel Zeit, 25 Minuten, aber wir müssen jetzt. Fratesi, vielleicht der direkte Ausgleich. Boniface. Wird abgeblockt. Mamouche ist wieder dazwischen. Sehr schön. Wir müssen jetzt in so einen Rausch reinkommen, beziehungsweise mit ein bisschen mehr Schwung. Mit ein bisschen mehr Schwung jetzt hier spielen. Chukwueze. Wir kommen leider nicht in den Strafraum. Jetzt aber vielleicht Caldiolo. Überragende Flanke, aber abseits. Abseits oder Freischuss? Nee, war abseits. Von Martin. Wahrscheinlich nur die Haarspitze wieder. Ah, nee, diesmal ein bisschen mehr auch. Schade, schade. Aber vielleicht... Oh. Saliba lädt uns da ein zum Tore schießen. Vielleicht macht der Arsenal mal so einen Fehler. Und wir haben ja den Platz in der Mitte. Ey, schaut euch das an. Ugarte, der hat Platz. Martin. Der Ausgleich ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Mamouche, der läuft richtig gut durch. Und der ist er. Der ist da. Der Ausgleich. 72. Minute verdient. Weil wir drauf geblieben sind, weil das Pressing geklappt hat und weil Mamouche dann ja auch seine Qualität zeigt im Abschluss. Manchmal schießt er den auch 10 Meter übers Tor oder aus dem Stadion und manchmal haut er den auch gerne so rein ins lange Eck. Nichts zu machen. Nicht für Saliba, nicht für Ramsdale. Der ist nicht zu halten. So, 1-1. Genau 10 Minuten nach der Führung. So, was kommt jetzt? Weiterhin wachsam sein, hinten natürlich hoffen, dass halt entweder wir den Ball rechtzeitig abfangen oder dass unser Keeper uns nochmal einen Ball hält. Das meine ich halt. Das meine ich. Da kommst du halt einfach nicht hin. Kadesici, auch mit Voice Crack übrigens, da kommst du nicht hin. Du bekommst das halt nicht verteidigt. Gegen solche Spieler, die finden immer wieder eine Lücke. Aber apropos, unsere Spieler finden genauso gut die Lücke. Das war nicht so gut gespielt. Aber jetzt Martin. Oh nein! Der sollte auf Martin kommen. Was macht ihr denn? Vorne weiter Druck. Die Mitte gut zuschieben, zustellen. Weiterhin mit verschieben. Aber Arsenal macht es jetzt natürlich auch schnell. Partey. Oh, Garde kommt da nicht hin. Das ist ein schöner Ball. Das könnte Freischuss geben. Aber der Vorteil läuft. Und Jesus mit der nächsten Chance. Es spitzt sich zu. Viel Zeit ist nicht mehr, um das Ganze hier nach 90 Minuten zu entscheiden. Schöner Schuss, aber da wäre unser Keeper, glaube ich, da gewesen. Und die Frage, schaffen wir es noch? Vor der Verlängerung. Ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht. Oh, jetzt da vorne. Da ist doch Fratesi frei. Genau, schön gesehen. Martin und jetzt Chukwueze rein damit. Nein, nicht mit rechts. Das war die Hoffnung, dass er den mit rechts da irgendwie rumgezirkelt bekommt. Aber wir sind da. Wir gewinnen jetzt die Zweikämpfe und wir haben Platz. Und Mamouche oben jetzt mit der Chance. Legt sich den Ball vielleicht zu weit vor. Mamouche. Das Tor zum Champions League Sieg vielleicht. Mein Gott, da fehlen mir ja die Worte. 2-1. Ich habe ja gesagt, ich habe das im Gefühl, dass wir das Pendel auf unserer Seite haben. Stark gespielt, Ball wieder zurückerobert, ganz schnell nach vorne. Und Mamouche mit seinem Tempo. Und ich habe mich schon geärgert, warum schießt er da mit links? Da muss er eigentlich mit rechts hin reinzirkeln. Aber wer trifft, hat recht. Und er trifft mit links. Und das 4 Minuten vor Schluss. Und ist das endlich der ersehnte Titel? Wenn wir schon kein Meister werden innerhalb von 2 Jahren, dann wenigstens die Champions League. Aber es ist noch nicht vorbei. Arsenal hat noch ein bisschen mit Nachspielzeit, aber wenn wir in Ballbesitz sind, sehr, sehr gut. Müssen ja auch irgendwann ein bisschen mehr riskieren. Und vielleicht ist das jetzt der entscheidende, oh, Konter. In dem Moment, wo wir die Chance hatten aufs 3-1, pfeifte ab, aber es war, glaube ich, auch wieder ganz knapp. War es wieder die Fußspitze? Ah, nee. War schon der Dreiviertel Mamouche. Aber es ist nicht mehr lange. Oh, Achtung, Caldiolo, der Ballbesitz, der könnte böse werden. Aber Koch ist da und der rettet uns hier den Champions League Sieg. Und geht nach vorne zur Eckfahne. Ja, alleine. Da kommt keiner hinterher. Da will auch keiner hinterher. Rice kommt nicht hinterher. Chukwueze wird geschickt. Oh, den muss er jetzt kriegen. Komm. Oder nochmal ein Eckball raus. Nee, aber das reicht jetzt. Jawohl. Ballgewinn von Boniface. Das wird reichen. Noch 10 Sekunden, 5 Sekunden, 3, 2 und es ist vorbei. 3, 2, 1 vorbei. Es ist geschafft. Mindestens ein Titel, der Champions League Sieger. Da sind sie.
War knapp, aber auch das Spiel hat unsere Saison so ein bisschen wiedergespiegelt. Wir waren die bessere Mannschaft, sind dann in Rückstand geraten, weil wir die Chancen nicht genutzt haben und kommen dann nochmal zurück und durch Mamouche vor der Verlängerung den Champions League Sieg. Wow, und so kann man, glaube ich, auf dem Höhepunkt eine Saison oder eine Karriere generell beenden hier bei EAFC 24. Das genießen wir natürlich. Sieht richtig geil aus. Da könnte man sich dran gewöhnen, aber dazu müsste die Eintracht mal wieder in die Champions League kommen. Und eine High-End-Truppe aufbauen. Und das mal erleben zu können, das werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben in unserem Leben. Also wir zumindest nicht. Mal gucken, vielleicht unsere Nachfahren. Egal, Martin, komm. Schnapp dir das Ding. Und Reck ist in die Höhe. Champions League-Sieger 20. Was haben wir? 26 hier im Spiel. Egal, auf jeden Fall Champions League-Sieger. Was eine geile Truppe, ey. Überlegt euch mal, die würden echt so zusammenspielen. Das wäre nicht ganz so schlecht. Und jetzt hören wir sie doch, die Hymne im Hintergrund, so ein bisschen. Und wenn wir sie schon nicht bei den Aufstellungen am Anfang zu hören bekommen, dann wenigstens hier am Ende. Und jetzt würde der Römer abgerissen werden. Die müssten den Flughafen sperren, weil ganz Frankfurt auf dem Bein wäre. Wirklich. Die würden 6 Stunden brauchen. Vom Flughafen bis zum Römer beim Champions League Gewinn 4-5 Stunden. Mindestens. Wenn überhaupt. Ja, schönes Bild zum Abschluss. Also, wir sehen auch nochmal, es ist jetzt verdient am Ende des Tages. 9:5 Schüsse. Bisschen mehr Ballbesitz, aber es ist egal. Hauptsache, wir haben das Ding. Wir haben den Henkelpott mal wieder geholt. Und somit, glaube ich, da können wir der Saison auch die Hand geben. Hier haben wir es nochmal weiß auf blau, auf dunkelblau. Wir haben uns durchgesetzt, unter anderem gegen City, gegen Paris. Im Achtelfinale haben wir uns gegen Manchester United, also quasi gegen die größten Europas. Auch in der Gruppenphase Sevilla, der AC Mailand, der nur in der Euroleague gelandet ist. Der dann aber auch, glaube ich, die Euroleague gewonnen hat, ne? Gegen Liverpool, genau. Also im Prinzip 2 Sieger aus derselben Gruppe. Respektabel. Auch 18 Tore in der Vorrunde, aber auch 12 Gegentore. Aber egal. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Das bleibt immer unter dem Strich. Spielzeit von Glover, ja klar. Der hätte natürlich auch viel häufiger gespielt. 20 Millionen kriegen wir nochmal. Mal gucken, ob wir den irgendwie bekommen. Nagalo würden wir dann auch weiter aufbauen oder verkaufen. Ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr interessanter Kader werden in der nächsten Saison. Würde es werden. Aber gut, wir schließen. Ja, okay, jetzt kommen die Feierlichkeiten. Natürlich, gucken wir uns an. Gucken wir uns natürlich an. Genauso wie bei der Hertha. Nach dem Sieg im DFB-Pokal. Ich glaube, das darf ich jetzt spoilern. Ich glaube, das habt ihr bislang gesehen. Und das ist ja ein Witz. Also vom Publikum Aufkommen hier ist das viel zu wenig. Das repräsentiert Eintracht Frankfurt gar nicht. Beziehungsweise die Stadt Frankfurt. Beim DFB-Pokalsieg war schon viel los. Beim Europa-League-Sieg noch mehr. Und bei der Champions League, oh guck mal, Mamouche als DJ. DJ Mamouche, sehr schön. Aber wie gesagt, sind halt auch hin und wieder dieselben Szenen. Ja, wie ich gerade schon mal angeschnitten habe, also der Vorhang fällt. Das Kapitel EAFC 24 ist damit beendet. Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier 2 Saisons dann auch mal parallel zu spielen mit der Hertha und mit der Eintracht. Ihr habt wieder das Heft des Handelns in der Hand und dürft im Voting dann entscheiden, mit welchem Team wir in EAFC 25 starten. Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, welche Veränderungen es gibt. Mal gucken, wie wir uns darschlagen, je nachdem mit welcher Mannschaft. Und ja, es bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an jeden Zuschauer, an jeden neuen Abonnenten, den ich hier durchgewonnen habe. Vielleicht ja auch, bleibt ihr mir treu im nächsten Spiel EAFC 25. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da, schreibt ein paar nette Kommentare. Und großes, großes Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr mich hier verfolgt, meine Videos guckt, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Von daher, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, obwohl ich es nicht so oft erwähne, aber fühlt euch gedrückt. Glaubt mir, das macht mir jeden Tag Spaß, hier eure Kommentare zu lesen, zu sehen, dass die Videos gut bei euch ankommen. Und genauso würde ich sagen, machen wir weiter. Wir schließen das Kapitel. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Wir sehen uns wieder bei einem meiner nächsten Videos. Und dann geht es ja auch bald schon los mit EAFC 25. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.